Lissabon erstreckt sich über 7 Anhöhen. Auf dem weithin sichtbaren Burghügel hatten einst die Phönizier die erste menschliche Ansiedlung hoch über dem Fluss gegründet. Dank der strategisch günstigen Lage verblieb hier das frühe und mittelalterliche Zentrum der Stadt, bis im 16. Jahrhundert König Manuel I. seinen Hof in die Unterstadt unmittelbar an das Ufer des Tejo verlegte. Ohne seinen kleinen Café würde kein Lissabonner durch den Tag kommen und ohne sein Stammcafé wäre er heimatlos. Cafés sind eine Institution, in der sich das portugiesische Seelenleben zwischen Melancholie und Lebenslust ganz trefflich beobachten lässt. Ein schmaler Obelisk erhebt sich 30 Meter hoch in der Mitte der Praça dos Restauradores, deren Name an die Restauration, die Wiederherstellung eines unabhängigen Portugals erinnert. Das künstlerisch eher belanglose Memorial für die 1640 siegreichen Aufständischen gegen die spanische Herrschaft wurde 1886 nach 11-jähriger Bauzeit eingeweiht. Die beiden allegorischen Figuren am Sockel stellen Sieg und Unabhängigkeit dar. Der Rundgang durch die Burganlage verspricht eine einzigartige Sicht über Stadt, Land und Fluss. Der Wind bewegt sanft die Kiefern und Olivenbäume, steinerne Bänke laden zum beschaulichen Verweilen ein. Die wahrhaft majestätische Stadtkulisse wird gerne als Hintergrund für romantische Hochzeitsbilder gewählt. Auf diesem strategisch günstigen Hügel gründeten vor 3 Jahrtausenden die Phönizier den Ort Lissabon, den nacheinander Griechen, Römer, Westgoten und Araber bewohnten. Die ersten Befestigungsmauern stammen aus der römischen Herrschaftsperiode. Während der arabischen Regierungszeit blieb der befestigte Bereich, die Kaschbar, als exklusiver Wohnort dem Adel und Militär vorbehalten, während das einfache Volk hangabwärts in der ummauerten Medina wohnte. König Dinis ließ Ende des 13. Jahrhunderts eine mittelalterliche Wohnburg errichten, die 1506 von Manuel I. aufgegeben wurde. Von der mittelalterlichen Burganlage ließ das große Erdbeben nur Ruinen zurück. Das heutige Aussehen erhielt sie durch wirkungsvolle Nach- und Neubauten anlässlich einer großen Staatsfeier der Diktatur 1940. Den früheren Waffenplatz, der heute friedlich von Bäumen geschmückt wird, markiert die heroisch gestaltete Statue von König Alfonso Enriquez. An den mittelalterlichen Löwenzwinger, Zeugnis der prunkvoll exotischen Hofhaltung der portugiesischen Könige, erinnert der Name des Restaurants Casa da Leão.
Hinter dem gleichnamigen Kirchlein öffnen sich vom Aussichtspunkt Santa Lucia die Blicke über die Dächer der Alfama zum Techo. Die von violetten Bougainvilleen umrankten, gekachelten Sitzecken sind leider etwas heruntergekommen, verleihen dem Platz aber eine gewisse Romantik. Unmittelbar nach der Stadteroberung ließ König Alfonso Enriquez die große Moschee abreißen und an ihre Stelle die Kathedrale See errichten. Als Dank an die Kreuzritter wurde der Normanne Gilbert von Hastings zum ersten Bischof Lissabons und sein Landsmann Pater Robert zum Baumeister der neuen Kirche ernannt, woraus sich die Ähnlichkeit zu romanischen Wehrkirchen Nordfrankreichs erklärt. Zwei zinnenbewehrte Türme unterstreichen den monumentalen Gesamteindruck, der sich im romanischen Tonnengewölbe des Hauptschiffs fortsetzt. Die gotischen Umbauten des 14. Jahrhunderts betrafen vor allem den Chorumgang. Es entstand eine Wallfahrtskirche, in der man um den Altar herum zu den Reliquien des heiligen Vinzenz pilgerte. Sie sind zusammen mit einer edelsteinbesetzten goldenen Monstranz und weiteren Kirchenschätzen in der Sakristei zu bewundern. Die Plaza de Comercio, einer der größten Plätze Europas, war ursprünglich als städtischer Hauptplatz geplant. Hier öffnet sich Lissabon dem Fluss und dem Meer, hier erhob sich vor dem Erdbeben das königliche Schloss. Doch die Architekten hatten es zu gut gemeint. Der Platz ist zu groß geraten, als dass er wirklich mit Leben zu füllen wäre. Der Rossio ist das pulsierende Herz Lissabons. Wer aus der Metrostation emporsteigt, taucht in ein lichtes südländisches Treiben. In Stadtplänen wird man den 201 Meter langen und 91 Meter breiten Rossio allerdings nur unter seinem amtlichen Namen Praça Dom Pedro IV finden. 1870 wurde zu Ehren dieses Königs, dem Wegbereiter eines liberalen Verfassungsstaates, eine Statue in den Mittelpunkt des Platzes gestellt und die offizielle Namensgebung besiegelt, die jedoch vom Volk nie angenommen wurde. Hinter dem wichtigsten Kaufhaus in Lissabon, dem Corte Inglés, erstreckt sich der größte Park der Stadt hinab bis zur Praça Marqués de Pombal. Wegen der umlaufenden Hauptstraßen ist dieser Park zwar nicht eine Oase der Ruhe, doch bieten die Grünflächen Erholung für geschundene Füße. Mit großem Stolz erfüllt die Lissabonner der zu Ehren der Fado-Sängerin Amalia Rodriguez angelegte Garten im nordwestlichen Bereich. Angenehm entspannen lässt es sich in der romantischen Parkanlage, einem harmonischen Ensemble aus alten Bäumen, exotischen Pflanzen, künstlichen Seen, mehreren Gewächshäusern, einem Kinderspielplatz und einem Terrassencafé.
Die Basilika da Estrella ist das letzte bedeutende Bauwerk des vorbürgerlichen Regimes, das zufällig im Jahr der Französischen Revolution fertiggestellt wurde. Königin Maria I. hatte in Erfüllung eines Gelübdes dem Orden der barfüßigen Karmeliterinnen den Auftrag zum Bau einer Kirche nach dem Vorbild der Klosterkirche von Mafra erteilt. Die Ähnlichkeit zeigt sich in großen Säulen und Wandpfeilern. Durch eine Unterführung unter der Uferstraße gelangt man zu dem am Flussufer gelegenen Entdeckerdenkmal. Anlässlich der kolonialen Jubelfeier von 1940, zunächst als Provisorium errichtet, wurde es zum 500. Todestag Heinrichs des Seefahrers 20 Jahre später in einer stabilen Betonvariante erneut eingeweiht. An den Flanken des 52 Meter hohen Denkmals knien jeweils 16 bedeutende Figuren aus der Zeit der Seefahrten, angeführt von Heinrich, der eine Karavelle trägt. Eine Aussichtsplattform eröffnet einen schönen Blick über den Tejo und Belem sowie auf die vor dem Denkmal im Boden eingelassene Windrose, in deren Mitte man auf einer Weltkarte den Verlauf der portugiesischen Entdeckungen nachvollziehen kann. Der, wie das Hieronymuskloster zum Weltkulturerbe erklärte Turm von Belem, ist ein weiteres manuelinisches Prunkstück und wurde 1515 bis 1521 als Wachtturm für den Lissaboner Hafen erbaut. Allerdings kümmerten sich die Baumeister mehr um das verspielte Dekor mit starkem orientalischem und venezianischem Gepräge als um die militärische Tauglichkeit. Die filigrane Eisenkonstruktion des freistehenden Stadtlifts, der die Unter mit der Oberstadt verbindet, wurde im Jahr 1902 von Meunier du Ponsard, einem Schüler Gustave Eiffels, gebaut und funktionierte zunächst mit Dampfantrieb, weshalb sein Dach in 45 Metern Höhe damals noch von 2 dezenten Schornsteinen geziert wurde. Seit 1907 werden die beiden holzgetäfelten Kabinen mit Strom gespeist. Oben erwartet den Besucher ein phänomenaler Ausblick auf ganz Lissabon, hinüber zur Burg und zum silbern funkelnden Tejo.
Anstelle der Pestkapelle errichtete der Jesuitenorden ab 1566 die Kirche São Roque als seine Mutterkirche. Ihre unscheinbare Außenfassade ist Beispiel für den neuen schmucklosen Baustil, der vorübergehend die überschäumenden Formen der Manuelinik ablöste. Doch schon im 17. Jahrhundert kehrte die Pracht zurück und ließ das opulente Kircheninnere zu einem Prunkstück der Lissabonner Kirchenbaukunst werden. Entsprechend der jesuitischen Lehre steht der Prediger im Mittelpunkt der einschiffigen Kirche. Über den 8 Seitenkapellen verläuft eine Fenstergalerie, die den Innenraum mit Licht und die Gläubigen mit innerer Erleuchtung erfüllen soll. Die Linie 28 macht eine aufregende Tour durch die Altstadtviertel, einmal quer durch die Stadt. Nicht selten trennen den Waggon nur wenige Zentimeter von der nächsten Hauswand. Manchmal möchte man in eine Gemüseauslage greifen oder einem Koch in seiner Küche beim Abschmecken helfen. Es ist eine unvergessliche Fahrt auf gleicher Augenhöhe durch den Lissabonner Alltag. Doch bei allem persönlichen Entzücken wurde diese Fahrtstrecke für die Verkehrsbetriebe Carris mittlerweile zu einem Verlustgeschäft. Und angesichts der wachsenden Pkw-Flut und sorglos auf den Schienen parkenden Autos sind die Trambahnen längst kein verlässliches Verkehrsmittel mehr. Die Portugiesen sind zurückhaltende Zeitgenossen, ausgelassenes Feiern ist ihre Sache eigentlich nicht. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Am 12. Juni, dem Vorabend des Festes zu Ehren des heiligen Antonius, ist die ganze Stadt auf den Beinen. Über die Avenida de Liberdade ziehen farbenfrohe Umzüge, die Marchas Populares, während sich in der Alfama, rund um den Burghügel und in Grassa Zehntausende ausgelassen durch die bunt geschmückten Gassen schieben, gegrillte Sardinen genießen und dem süffigen Landwein zusprechen. Eine ganz besondere Nacht, in der Lissabon im Festrausch schwelgt. Im letzten Jahrzehnt hat sich in Lissabon eine dynamische Modeszene entwickelt. Jeweils im März und Oktober stellen mehr als ein Dutzend Modedesigner ein Wochenende lang ihre neuen Kollektionen der Öffentlichkeit vor, häufig begleitet von Auftritten portugiesischer Musiker. Ebenfalls einen künstlerischen Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus genießt das im September und Oktober stattfindende ambitionierte Gay and Lesbian Film Festival,
das neben Mainstream auch Außenseiterfilme präsentiert.